Solange du noch keine 18 bist, wirst du tun, was wir dir sagen. Ist das klar? Und wenn du dich nicht freiwillig von ihm fernhältst, dann kommst du eben ins Internat. Ja, guten Tag, mein Name ist Wolf. Ich möchte gerne unsere Tochter als vermisst melden. Also wenn es nur an mir liegt, dann sollst du die Chance haben, mit Julia zu reden. Ich will doch nur wissen, wer dir 6.000 € borgen will. Okay, sie heißt Veronika Schwarz. Mutter. Mutter. Julia. Und? Konntest du Mama gestern noch beruhigen? Deine Mutter geht davon aus, dass Ansgar von Lahnstein mehr weiß, als er sagt. Es ist ja kein Geheimnis, dass Kim auf diesen aufgeblasenen Grafen steht, aber dass da wirklich was zwischen denen ist, das glaube ich einfach nicht. Dana, deine Schwester ist seit Tagen verschwunden. Ich will lieber glauben, dass sie sich auf sowas eingelassen hat, als weil ich dann nicht davon ausgehen muss, dass ihr was passiert ist. Vicky, was ist passiert? Die Polizei hat angerufen. Sie haben... Kim? Was ist mit Kim? Sie müssen ins Leichenschauhaus. Aber was ist denn mit ihr? Ist sie... Was hat die Polizei genau gesagt? Sie haben... Man hat ein Mädchen gefunden, das keine Papiere bei sich hatte, aber Aber was? Aber was? die Beschreibung würde auf Kim passen. Ich fahre sie hin. Ich komme mit. Nein. Aber ich muss sie Nein, du bleibst hier. Du gehst zu Marlene. Sie muss es auch erfahren. Und dann wartet ihr beiden zu Hause auf uns. Ich kann doch nicht... Keine Widerrede. Du bist ganz sicher? Ich kenne die Handschrift. Der Brief ist von Kim. Gut, ich komme. Kurt? Sie fahren Herrn und Frau Wolf in die Uniklinik, in die Rechtsmedizin. Ja, ich hol den Wagen. Alles klar. Es tut mir leid, ich muss noch mal in die Firma. Ein Whisky, bitte. Okay. Am besten gleich 2. Sie. Julia, ich muss dir etwas sagen. Es geht um deine Mutter. Ihr Flugzeug ist abgestürzt. War es das, was du wolltest? Julia hat dich gesehen. Sie hat ihre Mutter gesehen. Allerdings bezweifle ich, dass deine Fantasie ausreicht, dir vorzustellen, was das bei ihr auslösen wird. Jahrelang warst du für sie tot. Und auf einmal stehst du vor ihr. Leibhaftig. Ein Schock. Senora Mendez? Senora Mendez, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie geht nicht ran. Wundert dich das? Sie ist einfach von mir weggelaufen. Meine eigene Tochter. Ich wollte das nicht.
wollte dir doch alles erklären. Du wolltest. Du. Nein, Clarissa. Jetzt geht es nicht mehr um dich. Die Suche wurde eingestellt. Es gibt keine Hoffnung mehr. Zwischendurch solltest du echt was essen. Wie wär's denn mit einer Currywurst am Rhein? Um diese Auktion vorzubereiten, brauche ich einen 72-Stunden-Tag. Kein Mittagessen. Rebecca, wie ist denn die Abstimmung gestern gelaufen? Fantastisch. Ich habe versucht, Tanja von einer völlig unmöglichen Werbekampagne abzuhalten und sie hat behauptet, dass ich ihr geklaute Designentwürfe untergeschoben habe. Und jetzt rate mal, wie die Abstimmung gelaufen ist. Aber jeder weiß doch, dass du so etwas niemals tun würdest. Oh, und bevor ich es vergesse, Tanja hatte einen sehr vertrauenswürdigen Bruder. Und zwar Bingo, Sebastian. Und als Wiedergutmachung hat er mir ein total tolles Jobangebot gemacht. Der Typ ist sowas zum Kotzen. Alles richtig, aber ich muss dich trotzdem unterbrechen. Die Ärzte wollen heute mit den Tests anfangen. Was? Philipp. Sie wollen herausfinden, ob es noch Hoffnung gibt, dass er wieder aufwacht. Ach ja. Oh nein. Und ich heul hier rum, weil mich jemand reingelegt hat. Die Aktion war völlig daneben, du hast allen Grund, sauer zu sein. Fährst du jetzt nach München zu Philipp? Ich habe mich freigenommen. Und ich will wissen, ob du mitkommst. Also, ich komme hier zurzeit unmöglich weg, wegen der Auktion. Hieronymus Bosch, wir versteigern Vorstudien zum Weltgerichtstrupplich. Jedenfalls einmalig, aber viel Arbeit. Grüß Nico von mir. Ich bring dich noch kurz raus. Du warst wegen Philipp doch total durch den Wind. Und jetzt willst du nicht mit? Ich lenke mich mit Arbeit ab. Das ist die beste Medizin. Es ist gut möglich, dass verschiedene Bereiche seines Gehirns noch aktiv und nur die Verbindungen gestört sind. Das heißt, er weiß vielleicht, dass wir hier sind, bekommt alles mit, kann nur nicht reagieren? Genau das testen wir jetzt. Und wie soll das ablaufen? Wir stimulieren durch unterschiedliche Reize gezielt die einzelnen Bereiche des Gehirns. Also etwa das Sprachzentrum, das Rechenzentrum, den unsere Emotionen steuernden Bereich und so weiter. Und können dann sehr genau feststellen, welcher Bereich tatsächlich aktiviert wurde. Weil der hier auf dem Monitor aufleuchtet? Ja, das ist natürlich nur ein erster Schritt. Sozusagen eine Bestandsaufnahme. Aber wenn Sie etwas finden, dann wäre das doch ein riesiger Fortschritt. Das ist der Ausgangspunkt für eine gezielte Therapie. Und das heißt, dass er bald wieder aufwachen wird? Frau von Lahnstein, ich kann Ihnen natürlich keine Garantie geben. Aber die Möglichkeit besteht durchaus. Ich beginne jetzt mit der ersten Stimulation. Herr zu Hohenfelden, wenn Sie mich hören, folgen Sie mir bitte gedanklich und ergänzen die fehlenden Zahlen. 1, 3, 5, 7, 9. Morgen. Ein Paket. Oh, danke. Bitte schön. Danke. Ciao. Jessica Stiel. Falsches Stockwerk. Hey. Hey. Wie war's auf Malle? Super. Ist jetzt ja die beste Zeit. Mhm. Und? Hast du schon von Philipp gehört? Gibt's irgendwas Neues? Nico ist mit ihm nach München zu irgendeinem Koma-Spezialisten. Sie tut alles, um ihn zurückzuholen. Sie liebt ihn. Bist ja ziemlich plötzlich in Urlaub gefahren. War irgendwie nötig. Olli, die Sache mit Theresa, die hast du echt falsch verstanden. Ich hatte nicht... Was bitte gibt's an der Knutscherei auf dem Weg, um die Kiste falsch zu verstehen? Du hattest ein Abenteuer mit einem Typen, jetzt genießt du wieder die Hetero-Seite. Das kannst du mir noch 1000-mal sagen und es wird immer noch nicht wahr. Und warum regst du dich so auf? Du kannst machen, was du willst, mit wem du willst. Oder glaubst du, ich habe auf Malle nur die schöne Aussicht genossen?
Aber zumindest bin ich nicht wieder zum anderen Ufer gewechselt. Hier, kannst du wahrscheinlich besser gebrauchen. Warst du eigentlich schon immer so kindisch? Ist mir gar nicht aufgefallen. Dann sei doch froh, dass ich dir die Augen geöffnet habe. Ja, bin ich auch. Super. Als ich Clarissa das erste Mal wieder gesehen habe, ist mir fast das Herz stehen geblieben. Das war an dem Tag, als Ricardo für mich in Aktion treten musste. Ich konnte nicht glauben, dass sie noch lebt. Aber sie stand vor mir. Wie aus dem Ellbogen gewachsen. Mit Fleisch und Blut. Sie hat jahrelang im Gefängnis gesessen. Das hat sie dann erzählt. Sie wollte sofort zu dir. Ich wollte sie fortschicken. Sie hat sich geweigert und ich hatte nur noch Angst, dass eine Begegnung zwischen euch in einer Katastrophe enden könnte. Später erfuhr ich dann, du hast es ja manchmal angedeutet, dass du doch noch häufiger an sie denken musst, dass du bedauerst, nicht mit ihr reden zu können, Auseinandersetzungen, Tochter, Mutter eben. Und da hatte ich Hoffnung. Auf diesen Moment wollte ich dich vorbereiten, mit aller Vorsicht. Wenn es wirklich Kim ist. Ich dachte, sie spielt mit uns. Testet ihre Grenzen aus. Wenn ich nicht so lange gewartet hätte, bis Kim sich selbst meldet, dann vielleicht. Warum dauert das hier so lange? Wir hätten viel früher reagieren müssen. Worauf denn reagieren? Wir wussten doch nichts. Eben. Wieso habe ich sie nicht mehr ausgequetscht über ihr Leben und ihre Probleme? Du kennst sie doch. Mit Druck erreicht man mir ja gar nichts. Gott, ich hoffe, du siehst nicht. Ja? Tristan, es tut mir leid, ich kann jetzt echt nicht. Ich habe gedacht, sie ist tot. 10 Jahre lang habe ich gedacht, meine Mutter ist tot und dann kommst du mit deinen Fragen und Andeutungen. Gott, warum hast du mir nicht einfach die Wahrheit gesagt? Julia, bitte. Ich halte das keine Sekunde länger aus. Sie? Was machen Sie denn hier? Entschuldigen Sie, aber das ist eine Familienangelegenheit. Ja, das ist mir völlig klar. Ich bin wegen dieses Briefs noch mal ins Büro gefahren. Oh Gott. Das ist Kims Handschrift. Mein Gott, ihr beiden macht's euch aber auch wirklich schwer. Ich hätte nie was mit Theresa anfangen sollen. Hast du aber. Olli hat sich jetzt gerächt. Aber jetzt müsst ihr das alles mal hinter euch lassen. Kannst du ihm das nicht mal sagen? Olli, na, zurück von Mallorca? Ach ja, tatsächlich. Und jetzt hast du natürlich ein schlechtes Gewissen, hm? Dann kannst du dir ja vorstellen, wie es Christian zumute war. Nein, natürlich war das nicht okay, dass es bei mir stattgefunden hat. Ach, Olli. Olli! Aufgelegt. Du hättest ruhig sagen können, dass das mit Theresa für dich ein Problem ist. Ja, hast du gedacht, ich juble, dass du Olli ausgerechnet in meiner Wohnung betrügst? Bis später. Mhm. Summer has ended
quietly surrendered, laying its weapons on the ground round her feet. The chimes they are calling, the leaves they are falling to cover their Julias Mutter lebt? with their innocent lives. La, 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 wading in deeper. La, 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 up to her knees. Hands are Was soll das denn heißen? Aber du hast mich abblitzen lassen. Hören Sie, jetzt schauen Sie doch auf den Umschlag. Der Brief ist gestern erst abgeschickt worden. Und wieso schreibt denn meine Tochter solche Briefe? Sie wollte mit Herrn von Landstein abhauen. Aber er hat es abgelehnt. Dann ist sie ihretwegen abgehauen? Und du hast es gewusst? Er hat es mir heute Morgen erzählt. Kurz vor dem Anruf der Polizei. Ich habe das bis jetzt für ein gutes Zeichen gehalten. Für ein gutes Zeichen. Uns verbindet etwas Besonderes. Das habe ich von Anfang an gespürt. Und dir geht es genauso. Du willst es bloß nicht zugeben. Für mich kann es aber so nicht weitergehen. Wenn du mich nicht willst, muss ich gehen. Hören Sie, offensichtlich ist Ihre Tochter unglücklich verliebt. Sie wollte mich damit nur ein bisschen erschrecken. Erschrecken? Also für mich ist das jetzt ziemlich eindeutig. Wenn du mich nicht willst, muss ich gehen. Wie du meinst, sie wollte sich... Nein, auf gar keinen Fall. Woher wollen Sie das denn wissen? Kennen Sie meine Tochter besser als ich? Natürlich nicht, aber jetzt hören Sie, dieser Brief ist von gestern, also muss sie gestern noch gelebt haben. Das kann Frau Wolf, Herr Wolf, tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten. Wir sind jetzt soweit. Die junge Frau wurde gestern leblos aufgefunden. Wir müssen leider davon ausgehen, dass es sich um einen Suizid handelt. Wenn meine Tochter tot ist, dann ist das ihre Schuld. Ganz allein ihre Schuld. Ich trinke Wasser aus einem Stuhl. Solche offensichtlich falschen Aussagen lösen beim Patienten Widerspruch, also Hirntätigkeit aus. Ja, wenn das entsprechende Zentrum im Gehirn noch intakt ist. Wir unterbrechen jetzt mal. Was? Nein, nein, Sie dürfen noch nicht aufgeben. Das hatte ich nicht vor. Wir machen nur eine Pause. Philipp braucht keine Pause. Nicola, ich bin sicher, Professor Jäger weiß, was sie tut. Ich weiß, ich hatte nur gerade das Gefühl... Koma-Patienten brauchen wie jeder Mensch ihre Ruhephasen. Und uns tut ein bisschen Erholung bestimmt auch gut. Hm? Ja. Frau von Lahnstein, Sie müssen vor allem sehr viel Geduld haben. Es kann lange dauern, bis wir zu einem Ergebnis kommen. Und Sie helfen niemandem, wenn Sie vor Erschöpfung zusammenbrechen. Ich werde warten, egal wie lange es dauert. Wenn das Gehirn Ihres Mannes intakte Bereiche aufweist, dann finden wir sie. Ich besorge uns mal was zu trinken. Ich habe einfach gehofft, dass... Wir werden dich finden.
Egal wie lange es dauert. Hey. Warum bist du nicht im Büro? Hast du gekündigt? Wäre vielleicht besser. Ich dachte, wir gehen vielleicht was trinken oder so. Das Weltgerichtstriptychon. Wir versteigern Vorstudien dazu. Tripti was? Die mittlere Tafel zeigt die Sünden der Menschen mit Weltuntergang und Weltenrichter. Die rechte die Hölle und die linke das Paradies. Glaubst du an Paradies und Hölle? Mir wär's lieber, die Sünder kriegen gleich einen auf den Deckel. Zack, in dem Moment, in dem sie ihre Sünde begehen. Ich finde, Schuldgefühle sind Strafe genug. Wer hat schon was davon? Außerdem, meine Tanja kennt das Wort Schuldgefühle noch nicht einmal. Und Papa auch nicht. Er hat es sich bestimmt nicht leicht gemacht. Klar, er entscheidet nur aus objektiven Gesichtspunkten. Hauptsache, es bringt genug Kohle fürs Geschäft. Manchmal muss man für die Firma Entscheidungen treffen, die für andere nicht richtig erscheinen. Du klingst schon genauso wie Papa. Glaubst du, an dem Plagiatsvorwurf ist was dran? Ich glaube nicht, dass Rebecca absichtlich betrogen hat. Wenn du das meinst. Aber du solltest dich mit diesen Dingen nicht beschäftigen. Du hast genug mit der Auktion zu tun. Ach du, mir geht's bestens. Ich kann wieder schlafen, arbeite wieder und habe seit Tagen nicht an den Unfall gedacht. Nimmst du etwa wieder diese Tabletten? Du weißt, Ich weiß es nur kurze Zeit und bei akutem Bedarf und genauso mache ich das auch. Ach, Ansgar, da bist du ja endlich. Ich dachte schon, du bist auch verschollen. Hey, du siehst schlecht aus. Ist irgendwas? Also pass auf, der Familienrat hat meiner Kampagne zugestimmt. Und ich treffe mich morgen mit dem Chef einer renommierten Parfümerie-Kampagne und ich brauche die Freigabe des Werbeetats von dir. Natürlich mag ich dich sehr gerne und wir hatten ja auch jede Menge Spaß miteinander, aber... Was? Ich dachte, du liebst mich. Das ist nicht unsere Tochter. Eure Schwester ist Gott weiß wo. Aber sie lebt. Im Gegensatz zu diesem armen Mädchen in der Leichenhalle. Das war so schrecklich. Also Kim muss sich echt was einfallen lassen, um das wieder gut zu machen. Mama? Was ist denn los? Dieses Mädchen, das sich umgebracht hat. Ich musste einfach gerade an ihre Eltern denken. Dass uns Kim sowas antut. Aus Liebeskummer. Was? Ich dachte, Kim ist abgehauen, weil ihr mit Internat gedroht habt. Von wegen. Also jetzt sag nicht, Ansgar hat was mit Kims Verschwinden zu tun. Wie es aussieht, wollte eure Schwester mit ihm durchbrennen. Zum Glück hat er genügend Verstand gehabt, das abzulehnen. Aber nicht genug Verstand, um sie davon abzuhalten. Ich wollte es erst nicht wahrhaben, aber eure Schwester ist offenbar bis über beide Ohren in diesen feinen Herrn Grafen verliebt. Ach, das ist doch Blödsinn. Wieso ist das Blödsinn? Kim schwärmt vielleicht ein bisschen für ihn, aber mehr auch nicht. Was redest du denn da?
Ansgar von Lahnstein ist eine reine Teenager-Fantasie von ihr. Das hat nichts zu bedeuten. Sie ist seinetwegen durchgebrannt. Papa hat recht. Wir hätten ihre Schwärmerei ernst nehmen sollen. Anstattdessen drohen wir ihr mit Internat. Ich habe Kim mehrmals ins Gewissen geredet und Ansgar auch. Komm, jetzt halt mal den Ball flach. Zwischen den beiden ist doch noch gar nichts passiert. Ja, das will ich aber auch schwer hoffen für ihn. Auf jeden Fall ist er der Einzige, der den Kontakt zu ihr herstellen kann. Wir werden seine Hilfe brauchen. Julia, ich versuche dich die ganze Zeit zu erreichen. Dein Vater hat mir alles erzählt. Wenigstens zu dir war er ehrlich. Ich verstehe das einfach nicht. Sie ist doch mit dem Flugzeug abgestürzt. Sie ist tot. Warum lässt du dir die Fragen nicht von deiner Mutter beantworten? Weil sie mir sowieso nicht die Wahrheit sagen würde. Das hat sie nie getan. Julia. Julia. Wir sind schon so lange verheiratet und ich weiß weniger über deine Vergangenheit als von irgendeinem Bekannten. Ich habe das immer akzeptiert. Aber ich glaube, du machst dir was vor. Du kannst es nicht immer verdrängen. Irgendwann kommt das wieder hoch. Redet miteinander. Vielleicht. Es ist viel Zeit vergangen. Menschen ändern sich. Du hast die Chance, dich mit deiner Vergangenheit zu versöhnen, Antworten zu finden. Warum nutzt du das nicht? Jetzt geh schon ran. Mendes? Nicola von Lahnstein hier. Bitte entschuldigen Sie die Störung, aber vielleicht erinnern Sie sich an mich. Sie haben meinen Mann Philipp operiert. Ja, natürlich. Wie geht es ihm? Er hatte eine Hirnblutung und liegt im Koma. Es tut mir sehr leid, Frau von Lahnstein. Ich will Sie auch eigentlich gar nicht damit belästigen, aber ich habe keine Ahnung, an wen ich mich sonst wenden soll. Und Sie kennen den Fall, Sie haben ihn operiert und... Beruhigen Sie sich. Wie kann ich Ihnen helfen? Philipps Vater und ich, wir haben ihn zu Professor Jäger gebracht nach München. Das haben Sie sehr gut gemacht. Sie ist eine absolute Koryphäe. Dr. Mendes, glauben Sie, dass wir Erfolg haben werden? Ich kann am Telefon unmöglich ein Urteil abgeben, aber wenn Ihnen jemand helfen kann, dann Professor Jäger. Und natürlich Ihre Anwesenheit. Erinnern Sie Ihren Mann an gemeinsame Momente, an Dinge, die ihm wichtig sind. Das unterstützt den Therapieansatz. Okay. Sie machen alles richtig, Frau von Lahnstein. Wenn er eine Chance hat, dann bei Professor Jäger. Bleiben Sie tapfer. Danke. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sie können mich jederzeit anrufen. Und alles Gute. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Auf Wiederhören. Schau mal, wen ich mitgebracht habe. Tristan. Hey. Schön, dass du da bist. Ich freue mich und Philipp bestimmt auch. Hi, Philipp. Und? Gibt es schon irgendwelche Erfolge? Es müssen viele Faktoren zusammenkommen, damit man einen aktiven Bereich des Gehirns ausfindig machen kann. Aber wir sind uns sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Hey. Andy, was machst du denn hier? Keine Angst, ich wollte dich nicht kontrollieren oder so. Ich wollte nur mal sehen, ob du nicht schon verhungert bist. Und außerdem habe ich dich vermisst. Ich dich auch. Die letzte Zeit war nicht einfach, oder? Zumindest war es mit dir nie langweilig. Das wird ab jetzt wieder anders. Und ich freue mich drauf. Hast du eigentlich was von Nico gehört? Ich wollte sie jetzt nicht anrufen und stören. Ich hatte mein Handy gar nicht an und Tristan müsste aber bald in München angekommen sein. Dann wird er sich bestimmt melden, wenn es was Neues gibt. So, ich muss jetzt aber auch wirklich los. Das Weltgericht wartet auf mich. Hm? Unsere Auktion, Hieronymus Bosch. Na dann, viel Spaß. Du bist wahrscheinlich der letzte Mensch auf der Welt, der sich seine Urlaubsfotos noch ausdrucken lässt. Meine landen immer noch auf dem Laptop.
Hallo? Wird man hier auch bedient? Ich hab zu tun. Du bist echt kindisch. Sind wir ja schon zu zweit. Was? Ich dachte, dass wenigstens du mich verstehst. Tanja hat mich voll geliebt. Ich meine nicht dich, sondern Christian. Oh. Weißt du, zwischendurch habe ich ja echt nicht mehr dran geglaubt. Ich meine, welches Pärchen betrügt sich gegenseitig und bleibt dann trotzdem zusammen? Aber bei Helena und mir, da ist das, glaube ich, einfach was Besonderes. Hi. Na? Spendierst du mir einen Drink? Vielleicht hört der Barkeeper ja auf dich. Wer ist denn diese Sahneschnitte? Das ist mein heißer Urlaubsflirt. Gibt's jetzt einen Drink oder nicht? Zweimal was zum Anstoßen, bitte. Haben wir nicht. Hey, das ist aber jetzt nicht meine Schuld, oder? Herr zu Hohenfelden, ergänzen Sie bitte die fehlenden Zahlen. 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5. Ich möchte offen sein. Wenn nach all diesen Tests nicht die geringste Aktivität zu erkennen ist, stehen die Chancen nicht gut. Sie sollten sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass sich Herr zu Hohenfelden in einem vegetativen Zustand befindet. Nein. Aber Sie haben doch gerade erst mit den Übungen angefangen. Aber Herr zu Hohenfelden reagiert überhaupt nicht auf die Stimulation. In keinem Bereich. Es tut mir leid. Moment. Er hat meine Hand genommen. Er hat unseren Ring berührt. Das war keine einfache Muskelzuckung. Ich fürchte, ich kann nichts mehr für ihn tun. Er kann das. Philipp, hey, du kannst mich hören. 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3. Lass mich einfach mit ihm allein, okay? 1, 3, 5, 7, 9, 1. Ich werde dich nicht aufgeben. 1, 3, 5, 7. Weißt du, ich glaube, Kim meint das, was sie da schreibt. Sie kann Ansgar gerade einfach nicht sehen. Vielleicht dauert es ein bisschen, aber irgendwann kapiert sie, dass die Welt sich nicht aufhört zu drehen. Auch wenn sie mit ihren Gefühlen ins Leere läuft. Wow. Habe ich irgendwas verpasst? Quatsch. Ich glaube einfach, wir hätten mehr für Kim da sein müssen, anstatt sie mit ihrem Liebeskummer einfach alleine zu lassen. Hallo. Was ist? Hat Glanz und Gloria die Home-Story abgesagt? Unsere Eltern kommen gerade vom Leichenschauhaus. Für eine Stunde haben wir gedacht, dass Kim tot ist. Ich glaube, Marlene braucht jetzt was anderes als deine blöden Sprüche. Warum hast du mich nicht angerufen? Naja, weil du wütend auf mich bist und Komm her.
Graf Lahnstein, Herr und Frau Wolf. Und? Es war nicht Kim. Ich möchte mich entschuldigen. Ich war vorhin etwas... Selbst wenn unserer Tochter etwas zugestoßen wäre, es wäre natürlich nicht ihre Schuld. Kim ist offenbar außer Kontrolle. Ich habe dafür nur eine Erklärung. Unsere Tochter hat sich in sie verliebt. Und wie ich Ihre Reaktion entnehme, empfinden Sie auch etwas für unsere Tochter. Entschuldigt mich bitte. Warte. Mir ist schlecht. Die ganze Aufregung. Ich gehe mal kurz raus. Soll ich mitkommen? Nein, ist schon in Ordnung. Entschuldigen Sie, die Ungewissheit, das tote Mädchen, das war alles ein bisschen viel. Warten Sie, es gibt etwas, was Sie wissen müssten. Ich habe die Gefühle Ihrer Tochter in dieser Form nie erwidert. Selbstverständlich will ich, dass sie wieder zurückkommt. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, dann. Eigentlich habe ich gehofft, Julia hier zu finden. Ich habe sie vorhin im Park getroffen. Aber während ich mit Nico telefoniert habe, ist sie wieder verschwunden. Macht solche Dinge am liebsten mit sich selbst aus. Ich kann verstehen, dass du ihr so lange verschwiegen hast, dass ihre Mutter lebt. Du wolltest Julia schützen. Was hast du ihr geraten? Ihrer Mutter eine Chance zu geben. Ich hoffe nur, dass sie auch verdient. Ich freue mich so, dass du gekommen bist. Wo bist du nur? Bitte komm zurück zu mir. Es ist mir egal, was sie sagen. Solange dein Herz schlägt, glaube ich daran, dass du zu mir zurückkommst. Vielleicht machst du ja gerade einen kleinen Ausflug. Oder eine Reise ohne mich. Zu deinen Sternen. Erinnerst du dich? Für mich waren die Sterne immer so weit weg. Aber für dich waren sie immer zum Greifen nah. Und du hast sie mir näher gebracht, jeden einzelnen. Cassiopeia, Aldebaran, Peter Quetz. So heißt er doch, oder Philipp? Da bist du. Natürlich. Bei den Sternen bist du. Ich bin bei dir, hörst du? Ich bin bei dir. Wollen wir uns nicht setzen? Darf ich dir was zu trinken anbieten? Du hast doch immer so gerne Johannisbeersaft getrunken. Möchtest du ein Glas? Nein, danke. Wo warst du die ganze Zeit? Hat dein Vater dir nichts erzählt? Ich war im Gefängnis die letzten 10 Jahre. Eingesperrt für Verbrechen, die ich nicht begangen habe. Aber ich habe es als gerechte Strafe empfunden.
das, was ich euch angetan habe. Ich hatte sehr viel Zeit zum Nachdenken. Das Einzige, was mich am Leben erhalten hat, das war der Gedanke an dich. Wie hast du mich gefunden? Ich habe einen Privatdetektiv engagiert. Du bist 10 Jahre weg und hast nichts Besseres zu tun, als einen Privatdetektiv zu engagieren? Ich wusste doch nicht, wo du bist. Jan habe ich auch gesucht. Du bringst Arno dazu, mich zu belügen und machst dich hinter meinem Rücken an meinen Sohn ran. Außerdem spielst du die Kranke, um dich bei meinem Mann einzuschleichen. Wieso bist du nicht einfach direkt zu mir gekommen? Statt nur über deine Fehler nachzudenken, hättest du dich lieber ändern sollen. Frau Wolf? Gottes Willen, sagen Sie nicht, das tote Mädchen ist... Es war nicht Kim. Aber dann verstehe ich nicht, was ist denn los? Kommen Sie. Sie sind der Einzige, den Kim kontaktiert. Und deswegen sind Sie auch der Einzige, der unser Mädchen nach Hause holen kann. Also ich sag's ja wirklich nicht gerne, aber dann ist vielleicht Ansgar doch die beste Möglichkeit, ihre Tochter wieder nach Hause zu holen. Er könnte ja quasi der Lockvogel sein. Aber dabei wird es womöglich nicht bleiben. Kim und Ansgar, das darf nicht sein. Kim darf diesen Mann nicht lieben. Ja, das kann ich gut verstehen. Keine Mutter würde wollen, dass ihre minderjährige Tochter sich in einen Mann wie Ansgar verliebt. Wenn's nur das wäre. Glauben Sie mir, ich weiß einfach nicht weiter. Selbstverständlich helfe ich ihm, wenn ich kann, aber was dann? Ich meine, wie soll das alles weitergehen? Victoria, bitte, Sie können sich mir anvertrauen. Warum darf das nicht sein? Ansgar und Kim. Ich habe gelernt, dass ich Kim nicht vorschreiben kann, in wen sie sich verliebt und in wen nicht. So sehr mir die Vorstellung auch missfällt. Sie können Ihrer Tochter nicht vorschreiben, in wen sie sich verliebt. Aber er ist ihr Vater. Ansgar ist Kims Vater. Was? Mailbox von Ansgar von Lahnstein. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Ansgar, bist du da? Ich habe nicht viel Zeit und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich wurde entführt. Bitte, Ansgar, du musst mich retten. Du musst mir helfen. Bitte. Die Männer, die mich entführt haben, sie können jeden Augenblick wieder zurückkommen. Ich habe Angst, dass sie mir etwas antun.